Spanien im Herbst. Sonne, Strand und Wärme. So stellen sich Petra und Rüdiger Erbslö das vor. Jetzt legen wir los. Jetzt geht es los. 3 Campingplätze um Barcelona wird das Paar testen. Mit kleinen Planungsfehlern. Ob wir das so richtig gemacht haben, das kann man fragen. Dieses Mal Camping Blanes an der Costa Brava und ganz nah am Wasser. Das ist natürlich ein Prachtblick von hier aus. Da oben mit so einer Burg oder irgend sowas. Ja. Das sind ja mal Wellen, ne? Guck mal, wie hoch die zum Teil kommen. Ne? Boah, ja. Deutsche Campingnachbarn, daran kommen die Erbslös nicht vorbei. Manche mit besonderen Geschichten. Selbst das Bett reicht, das ist 1,40 oder 1,20? 1,35. Ja, Ne? breit reicht für uns aus. Aber wir sind ja noch in der Völlig. Flitterwoche. Mit den E-Bikes auf Entdeckungstour. Aber grün sind die beiden sich nicht. Viele gleiche Pflanzen. Wiederholt sich alles. Ne? Immer, Schätzchen, wo hast du den Ausgang versteckt? Rüdiger ist immer für eine Überraschung gut. Aber diesmal wird er selbst überrascht. Manchmal muss man einfach nur den Mund halten und genießen. Ne? Sitzen, gucken, Rauschen hören und dann einfach sagen, boah. Seit 3 Wochen sind die Erbslös auf Achse. Die Planung hatten sie von zu Hause aus gemacht und übersehen, dass sie erst nach Westen, dann nach Osten und dann wieder nach Westen fahren. Rüdiger ist bei der Platzbuchung ein kleiner Fehler unterlaufen. Die beiden sind wieder auf dem Weg nach Blanes, zur letzten Station ihrer Campingreise und angeblich zum schönsten Platz. Ob wir das so richtig gemacht haben, das kann man fragen. Das habe ich übrigens aber auch erst gemerkt, nachdem ich dann alles gebucht hatte, wirklich fest gebucht hatte. Und dann habe ich mir das auf der Karte angeguckt und habe gesagt, hör mal, das ist ja nur 4 Kilometer voneinander Ich entfernt. wusste das und habe gesagt, er fand das gut. Dann habe ich da nichts mehr zu gesagt. Ne? Nee, also so gesehen ist viel Hast du Planung. das so geplant? Viel, Ne? ja. Die Erbslös nehmen es gelassen. Pinien besetzt und direkt am Sandstrand. Das ist Camping Blanes. Der Platz ist gut besucht und günstig. 18 € pro Tag inklusive Strom. Es weht ein kräftiger Wind. Erfahrene Camper meiden die Plätze in der ersten Reihe und wählen lieber die Mitte der Anlage. 3-Sterne-Camping mit kleinem Pool, unbeheizt. War aber schattig. Also es ist ein ganz anderer Campingplatz, als wir vorher waren. Der ist nicht parzelliert, aber letztendlich schön. Es ist ja ganz ruhig. Ja. Ich kann mir das vorstellen im Sommer, wenn man hier badet, weil man hier direkt wohl rausgehen kann. Haben wir noch nicht gesehen, dass das ganz toll ist, ne? Ein langer Sandstrand direkt vor der Campingtür, nur durch die öffentliche Promenade getrennt. Von hier aus haben die Erbslös einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Blanes und die Burg San Juan auf dem Hügel, 5 Kilometer entfernt. Das ist natürlich ein Prachtblick von hier aus. Da oben mit so einer Burg oder irgend sowas. Ja. Das sind ja mal Wellen, ne? Guck mal, wie hoch die zum Teil kommen. Ne? Boah, ja. Im Oktober ist das Meer nichts für Warmduscher. Camper aus der ganzen Welt kommen zum Überwintern hierher. Auch Deutsche, manche mit Hund. Und gleich eine neue Bekanntschaft. Yvonne und Bernd Bossling aus Berlin kommen seit 8 Jahren hierher. Der Finanzmakler ist kontaktfreudig. Die Erbslös werden gleich eingeladen, das luxuriöse Wohnmobil des Paares kennenzulernen. Aber erstmal wird geschwärmt. Einmal Blanes, immer Blanes. Weil es keine Reglementierung gibt, ist einfach nur schön. Du kannst dich hinstellen, wo du willst. Und selbst wenn du mal über die Kante stehst, Sagt es ist keiner natürlich was. so, dass im Sommer ist ja brechend voll. Im Sommer fährt man hier, glaube ich, nicht her. Sind nur Spanier, Franzosen hier. Du kannst einfach nur im Frühjahr herfahren und im Herbst oder im Winter. Obwohl wir ja nicht so viel Reklame machen dürften, ja, aber der Platz ist einfach nur schön. Und ich habe es ganz nah im Grunde genommen zur Altstadt oder zur Stadt Blanes. Kann super shoppen, Markt, alles frisch, was das Herz begehrt. Bernd hat sich mit diesem Fahrzeug für 85.000 € vor 10 Jahren seinen Traum verwirklicht.
wir können halt auch, ich sag mal, wenn es mal schlecht Wetter ist, mit 8 Leuten drin sitzen. Das können natürlich viele nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei 4 das Ende. Ja. Das war ja für uns wichtig. Wir haben für 2 Personen abgestimmt, unser... Siehst du, ja. Die beiden Berliner sind gerade ein bisschen im Angebermodus. Das macht die Erbslös eher sprachlos. Wir haben alles, was wir haben wollen. Küche, wir kochen hier drin, wir duschen, wir machen alles. Wir haben 2 Sofas hier drin, wo man sich auch mal zwischendurch lang machen kann. Und selbst das Bett reicht, es ist 1,40 oder 1,20? Ja, 1,35. Ja, Ne? Breit reicht für uns aus. Aber wir sind ja noch in der Flitterwoche. Vor 8 Jahren haben Bernd und Yvonne sich bei einer Ü30-Party kennengelernt. Bernd hat sich einen schönen Ort an der Küste für seinen Heiratsantrag ausgesucht. Und wir haben uns hier in Blanes verlobt. Gleich nach, wir waren gerade ein halbes Jahr zusammen, ist er auf die Knie gefallen. Im Mai 2021 dann die Hochzeit. Darauf wird dann gleich mal angestoßen mit spanischem Wein aus dem Fass. Und davon gleich reichlich. Schön, dass wir mal gucken dürfen. Ja, genau. Kennengelernt. Schön. Wir sind da noch ein bisschen da. Salut. Ja. Der nächste Morgen. Die E-Bikes sind geladen, es kann losgehen. Guten Morgen. Wohin geht's denn? Jetzt mal einkaufen. Ach so, ja, muss ja auch sein. Ja, genau. Bei euch? Wir fahren Richtung in den Ort Stadt, rein, Richtung Botanischer Botanischen Garten, Garten so und da, dann diese Richtung. schauen wir mal. Blanes hat 2 Gärten, die als Top-Attraktionen der Stadt verkauft werden. Das wollen Petra und Rüdiger jetzt checken. 2 Kilometer der Strecke führen direkt am Strand entlang. Dann geht es hoch in die Hügel des Hinterlandes. Hier liegt Piña de Rosa, ein gigantischer Kakteenpark. Schauen wir mal, wo es reingeht hier, ne? Ja. Das wurde hier als Sehenswürdigkeit angepriesen und Kakteenpark bin ich noch nie gewesen. Deswegen sind wir hier. Ja. Also ich. Ja. Du? Ich bin hier, weil die Petra das sehen möchte. 7000 verschiedene Pflanzenarten stehen hier. Und manche kennt Rüdiger sogar mit Namen. Wir nennen dieses Schwiegermuttersitz. Ja, weil böse Schwiegermütter oder Setzt man da Schwiegermütter drauf. setzt man da drauf und die haben es dann verdient, ne? Dass der Schwiegermuttersitz, so kenn ich das. 5 € Eintritt. Dafür gibt es viele Wege, die durch die Parkhänge führen. 1 Stunde und länger kann man sich hier locker aufhalten, wenn man das möchte. Viele gleiche Pflanzen. Wiederholt sich alles. Ne? Sag mal, Schätzchen, wo hast du den Ausgang versteckt? Da unten irgendwo. Wir müssen noch so und so gehen. Kakteen sind eigentlich die neue Trendpflanze. Die stacheligen Evergreens sind gerade bei jungen Leuten als Urban Jungle beliebt. Städtische Exotik. Rüdiger kann der gesunden Kaktusfeige nichts abgewinnen. Nee, was der Bauer nicht kennt, der Fritter nicht. Petras Versuche, das Interesse ihres Ehemanns zu gewinnen, scheitern. Aber das wäre doch praktisch, ne? So ein paar Kakteen im Garten, wenn wir nicht da sind, wenn wir unterwegs sind. Wird sowieso heißer, brauchst nicht gießen. Und ich fahre dann mit dem Rasenmäher vorbei und stech mich dann jedes Mal. Ach gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Komm, Attacke. Ja, zeig mir mal, wo der Ausgang ist. Ja, das, wenn Oder soll wenn- ich dich führen? Wenn ich das wüsste, du weißt ja, ich habe meinen Kompass nicht mit. Ich glaube, in einer Partnerschaft muss man auch Kompromisse eingehen und man darf manche Dinge auch nicht so verbissen sehen. Also es ist ja nichts Schlimmes, ob ich jetzt Sünder gerne oder nicht. Es ist ja keine Ehedrama, soll man draus machen. Und da sieht man das mit Humor. Also das ist wenigstens bei uns so. Komm, mein Schatz, Mein Schatz, ich erlöse dich. du nimmst mich mit? Ich nehme dich mit. Guck mal, da Komm, oben, Schätzchen. da finde ich halt nett, der bunte Papagei oder Oh. da oben am Eingang. So schnell wie die schlechte Laune gekommen ist sie auch wieder verflogen. Zutraulich. Hola.
Hola. Hola, sehr gut. Hola, fein. Oh, sehr schön. Ja. Und Hola. dann machst du da hoch. Oh, guck mal. Guck mal. Petra ist in Entdeckungslaune. Nur 3 Kilometer entfernt liegt der größte Garten von Blanes, der Jardí Botánic Marimurtra. 4 Hektar, eine Reise durch die 5 Kontinente der Erde. Rüdigers Urteil? Das ist sehr schön, Petra. Sehr schön. Jetzt hättest du mal ein Fernglas mitnehmen können. Hätte ich. Boah, muss ich denn an alles denken? Aua! Guck dir das mal da oben an, Petra. Oh, ich fand das schon von hier Da unten oben. so furchtbar gut. Also das ist ja... Ach, da oben das Haus. Ja. Ja, da hast du einen Blick. Zeit für eine wichtige Camper-Erkenntnis. Ich würde mein Campingmobil nicht abgeben wollen, um hier in diesem Haus zu wohnen. Nö, dann wäre ich ja immer nur hier. Ich möchte aber mehr sehen. Ich möchte meine Zelte oder mein Wohnmobil wieder packen und dann weiterfahren. Und was Neues kennenlernen. Seit 2 Jahren gehört den beiden ihr Wohnmobil. Und beide genießen es. Manchmal muss man einfach nur den Mund halten und genießen. Ne? Sitzen, gucken, Rauschen hören und dann einfach sagen, boah. Luxus ist, hier zu sitzen, das genießen zu dürfen. Die Schönheit, Ja, das zu die einen sehen. sprachlos macht. Mehr braucht es nicht. Nee. Etwas braucht es aber dann doch noch. Ein gescheites Abendessen. Blanes ist einer der wenigen Badeorte an der Costa Brava, in dem es noch eine Fischereiflotte gibt. Die Fische landen direkt vom Kutter bei einer Auktion. Und die wollen Erbslös jetzt finden. Immer der Nase nach, wo es nach Fisch riecht. Genau. Ihre Multisprachkenntnisse sind mal wieder gefragt. Hello, excuse me. You speak English, hola? Fischmarkt. Ici, Fischmarket. Fischmarkt, Poisson, Market. Là? Gracias. Es riecht. Es riecht nach Fisch. Jetzt kommt gerade hier ein Kutter an. Den verfolgen wir doch mal am besten. Wir verfolgen Oder den dann Kutter. mit dem Fisch. Das ist der ist gerade angekommen, hier der rote hier. Die richtige Fährte. Aber ob sie hier einen Fisch für die Campingpfanne finden? Was ist das? Salmon? Dorada, Dorada? Tento, Serviola. Saviola. Schleichen wir uns mal da rein. Ja, sollen wir uns mal da reinschleichen? Ja, Serviola ist übrigens eine Makrele. Bei der Fischversteigerung bieten Großhandel und Restaurants um die frische Ware. Privatpersonen sind leider nicht zugelassen. Die Halle dürfen Erbslös nicht betreten, aber von der Zuschauerbühne haben sie eine gute Sicht. oh, jetzt geht's los. Fast. Oh, das erste liegt drauf. Man weiß ja gar nicht um den Ablauf und was da passiert. Und das ist immer so spannend, das ist aufregend. Das kribbelt. So hinter die Kulissen mal gucken, das ist Ja. schon hochinteressant. Die Kisten ziehen vorbei, der Preis sinkt, bis eine Person zugreift. Im letzten Jahr gingen Fische und Meeresfrüchte im Wert von fast 8 Millionen Euro übers Band. Doch der Lachs in der Pfanne kommt heute Abend aus dem Supermarkt. Ja, inspiriert vom Fischmarkt. Was ich nicht bekommen habe, war eine Zitrone, eine einzelne. Müssen wir jetzt ohne aufkommen. Zum Wohl auf den tollen Tag. Oh, Klingen. 5 Wochen Spanien, 3 Campingplätze rund um Barcelona, viele Besichtigungen und Begegnungen. Für die Erbslös hat sich die Reise rundweg gelohnt. Und nun wartet noch ein Camper-Highlight. Hallo mein Schatz, ich hab de Brot. Ja? Sehr schön. Wir sind eingeladen, aber man bringt da was mit. Ne? Und dann bringt jeder seinen Stuhl mit, womöglich noch seinen Tisch.
stellt man den aneinander und dann ist gut. Und dann macht man Party. So ist das. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Ich habe gehört, Hallo. wir sollen Tisch und Stühle mitbringen. Jawohl. Bauen wir hier an, genau. Ja, hast du recht, genau. Hallo, Petra. Die Erbslöß sind fast 1400 Kilometer von ihrer Heimat am Niederrhein entfernt. Und doch fühlt es sich hier inmitten der vielen Deutschen heimelig an. Einige der Campingfans kommen seit Jahren hierher. Wir sind langjährige Freunde und ja, und da ergibt sich das ganz oft so, dass wir hier sitzen und frühstücken, grillen, mittags beim Käffchen. Und jeder bringt eine spannende Lebensgeschichte mit. Auch das Schweizer Ehepaar. Vor 6 Jahren wurden sie Camper. Nachdem ich in Rente gegangen bin, haben wir uns entschieden, Camper zu werden. Es kam einfach die Idee, dass du frei bist, dass du hingehen kannst, wo du willst, dass du bleiben kannst, wo es dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, siehst du weiter. Wir sind insgesamt über das ganze Jahr gesehen 6 bis 7 Monate unterwegs. Frank ist Single und reist alleine. Die Pläne des Berliners gehen sogar noch weiter. Sobald er in Rente ist, plant er dauerhaft in sein Wohnmobil zu ziehen. Aber die Wohnung gekündigt und dann Aber zieht so, man das ist schon der harte Kern. Man muss ja auch gucken, wie man finanziell zurechtkommt. Und hier zahlt man auf dem Platz, ich weiß nicht, Also wenn vielleicht alle da 400 sind, Euro im Monat Ja, schon für Strom, allem drum und dran. Das geht dann, das kann man sich leisten. Für eine neue Liebe wäre hier in seinem Wohnmobil auf jeden Fall Platz. Die kommt ja nicht mehr, das ist ja vorbei. Und dann muss ich auch dazu sagen, dass ich noch 3-mal zufriedenstellend erschienen bin. Ne? Ein Urlaub, viele neue Eindrücke und vielleicht sogar bleibende Bekanntschaften. Oh, der geht manchmal nicht. Das kenne ich. Wohin? Wahrhaftig seine Frau. Immer, immer. Alles Egal. Sag bloß. Immer. Auf die Freundschaft. Zum Wohl. Aber votre St. Dönis. Petra und Rüdiger ziehen Bilanz. Ich kann doch einige verstehen, die sagen, hier kommt man hin und man kann sofort den Urlaub beginnen. Ich habe mir Spanien ausgesucht, weil um diese Jahreszeit es woanders mir zu kalt ist. Und da muss ich sagen, Spanien ist da im Herbst ein tolles Urlaubsziel. Ja, du hast schöne Temperaturen hier, sehr angenehm. Man kann hier viel sehen. Man sieht aber auch viele Touristenbuden, die im Sommer hier gerammelt voll sind. Aber so ist angenehm, sehr angenehm. So muss es sein. Ja. Ah, ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir um diese Zeit hier hinfahren. Wenn, dann natürlich wieder mit Wohnmobil Olaf. Einmal Camper, immer Camper? Auch einmal Camper, immer Camper. Ja. Das stimmt erstmal. Ja, würde ich dem Das zustimmen. kann man erstmal so stehen lassen. Ja. Und wo geht Ihre nächste Reise hin? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Und für noch mehr Inspiration einfach unseren Reisekanal abonnieren. Aber wichtig, die Glocke betätigen, denn sonst bekommen Sie keine Nachrichten, wenn wir neue Videos posten. Danke fürs Zuschauen.